Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt wieder was zu tun. Da gibt es ein neues Video. Mein Sohn zieht aus und es geht heute wieder um den Möbelbau. Und was ich tue, das sehen wir hier hinten. Ja, ihr seht richtig, hier liegt Material von IKEA. Das sind Schrankteile für einen Kleiderschrank. Warum die Entscheidung auf IKEA-Schrankteile gefallen ist und wir hier kein hochwertiges Material verwenden, würde ich noch erklären. Zudem werden wir im zweiten Teil vom Video heute die hochwertigen Schranktüren anschlagen, die ich besorgt habe, um so den IKEA-Schrank schreinertechnisch ein bisschen aufzupimpen und zusätzlich mit Verblendungen dann auch einbauen. Wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, lasst uns gleich mal reinstarten. Ich habe schon mal ausgepackt, das sind die Schrankseiten, einschließlich Rückwand. Und das erste Argument, warum wir uns für den IKEA-Schrank entschieden haben, ist natürlich der Preis. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte für den Schrankkorpus, für das Material des Schrankkorpus bezahlt, wie wenn ich den jetzt in hochwertiger Ausführung kaufen würde oder auch bauen würde. Und dann haben wir uns gedacht, okay, verpassen wir dem Schrank hochwertige Fronten und wir schauen mal, wie wir den ein bisschen aufpimpen können. Jetzt kommen wir gleich mal zur ersten Überraschung, die ich so noch nicht kannte. Und zwar ist die Rückwand hier, wie man hier sieht, so Ziehharmonika ähnlich an die beiden Seiten angeklebt. Das heißt, man muss natürlich auch behutsam den aufklappen, dass es nicht einreißt. Aber ich versuche das jetzt mal für euch sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber ich kannte das nur mit Nägeln anzunageln. Also man kann sehen, dass die Rückwand hier immer geteilt ist und an allen drei Kanten angeklebt ist, und zwar von oben bis unten. Das heißt, ihr spart euch der Länge nach komplett das Nageln. Und das ist eigentlich schon echt krass, wie sowas heute geht. Ich vermute mal, dass IKEA da ganz große Transferstraßen hat, wo die Teile drüber laufen und das alles vollautomatisch angeklebt wird. Und das ist natürlich auch der Grund, warum IKEA so günstig anbieten kann. Ja, diese Technik ist echt krass, was die da heute machen. Ich weiß noch, früher hat man schwere Dinge in den Schrank geschoben, da hat man die Rückwand rausgedrückt, die Nägel haben nicht gehalten und schwupp war die Rückwand hinten drin gelegen. Das kann eigentlich so nicht mehr passieren, man muss nur noch unten nageln oder noch besser, wenn man gleich Schrauben reindreht, dann geht auch unten nichts mehr weg. Was ich noch entdeckt habe, sind diese Ausweisungen hier, das ist auch neu, für mich zumindest, für andere IKEA-Insider kennen das vielleicht schon länger. Und ich erkläre euch jetzt noch weitere Unterschiede zum Schreinerkorpus. Ich gehe gleich weiter. Ich habe hier eine klassische Seite vom Schreiner, die ich hier noch übrig hatte, liegen. Jetzt vergleichen wir mal die beiden Produkte. Das erste, was wir gesehen haben, ist hier diese Rückwand. Diese Rückwand hat ungefähr 3,2 mm und das ist schon mal ein entscheidender Unterschied. Ich mache üblicherweise 8 mm Rückwände rein. Ja, die steifen den Schrank einfach extrem viel besser aus und es schaut auch besser aus, eine geschlossene Rückwand mit einer hochwertigen Oberfläche zu haben, als jetzt diese 3 mm Rückwand, die jetzt in der Mitte auch noch geteilt ist und vielleicht, ich weiß es nicht, wie sich das auswirkt, vielleicht auch nach hinten oder vorne sich aufstellt. Das muss man sehen, wenn man den aufbaut. Also die Rückwände sind unterschiedlich. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, IKEA könnt ihr in fixen Abmessungen kaufen. Das ist natürlich für den Transport, für die Verpackung und alles so ausgelegt, dass diese Abmessungen, die sie anbieten, in großen Mengen laufen. Das heißt, ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Höhen wählen und ich glaube 3 verschiedene Breiten. Mehr geht nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Schreiner. Der Schreiner macht euch alle Höhen, egal wie ihr es braucht, dass der perfekt in die Nische reinpasst. Unterschiedliche Breiten, wie ihr das wünscht und auch unterschiedliche Tiefen. Das ist hier auch vorgegeben. Dann lass uns weitergehen. Und zwar betrachten wir jetzt mal die Oberflächenunterschiede. Hier sehen wir den zweiten wichtigsten Unterschied. IKEA-Platten bestehen aus Spanplatten. Das sieht man hier, wenn man reinschaut. Und die Spanplatten bekommen das Dekor über sogenannte Dekorfolien oder einfarbige Folien
Das kann man ganz deutlich hier an dieser Klebenut sehen. Hier, ich mache es mal größer. Ja, hier könnt ihr es nochmal schön sehen. Das heißt, hier ist die Stoßkante von der Folie. Das heißt, die wird hier irgendwo geschnitten, wird hier rübergelegt und vorne um die Kante gezogen, dann hier nochmal geschnitten. Und hier ein Vinolharz. Das Vinolharz ist viel härter, das spürt ihr auch schon, wenn ihr draufklopft, dass die Platten ganz anders wirken. Und deshalb sind die Platten vom Schreiner kratzunempfindlicher wie jetzt die IKEA-Platten. In einem Korpus, wo Kleider reinkommen, ist es nicht so dramatisch. Wenn jetzt da aber Aktenschränke und andere Kisten und so reingeschoben werden, dann denke ich mir, dass man hier viel, viel schneller Abriebsspuren sieht, wie jetzt auf so einer Vinolharz beschichteten Platte. Ich gehe jetzt gleich auf den nächsten Unterscheidungspunkt ein, vom Schreinerschrank zum IKEA-Schrank. Und das betrifft das Verbinden der Böden, der Konstruktionsböden oben und unten. Wir sehen hier Ausfräsungen in dem IKEA-Schrank. Und diese Ausfräsungen haben den Sinn, dass ich hier am Boden diese Kunststoffteile haben, die sind so wie so Pilzköpfe ausgelegt. Und diese Pilzköpfe werden hier eingeschoben, zusammengeklopft und seitlich verschoben. Und dann halten die zwei Punkte den kompletten Schrank zusammen. Also in Summe dann natürlich 2 Punkte rechts und links und oben und unten. Aber das war's dann auch. Hinten habe ich hier jetzt kein Verbinder gesehen. Aber dadurch, dass die Rückwand geklebt ist, ist hier natürlich schon auch der Abstand gegeben. Wie das Ganze nachher stabilitätsmäßig funktioniert, das kann ich euch erst nach dem Aufbau sagen. Ich habe so einen Schrank noch nicht aufgebaut. Lass uns das anschauen, wie ich das sonst üblicherweise mache. Hier sind bei einem 60 cm tiefen Schrank 3 Verbinder drin, und zwar 3 mechanische Verbinder. Die werden hier so eingeschoben. Das ist jetzt der falsche, den gibt es auch eine Nummer kleiner. Und hier wird normalerweise, ich habe jetzt leider keinen Originalboden mehr, die werden hier eingefräst und quasi hier mechanisch verriegelt. So. Das heißt, ich habe üblicherweise 3 mechanische Verbinder und zusätzlich noch Holzdübel, die den ganzen Schrank stabilisieren und auch gegen Lastabtrag sichern. Das heißt, wenn man hier schwere Dinge reinlädt, dass der Boden nicht nach unten durchbricht. Das heißt, der entscheidende Unterschied konstruktiv, wie ich den Schrank aufbaue. Zum guten Schluss schauen wir uns noch die Lochreihen an. Das unterscheidet auch eigentlich mittlerweile einen Schreinerschrank, einen Tischlerschrank zu Massenware. Hier gibt es ein System 32, das ist eigentlich ein bisschen abweichend hier. Normalerweise haben wir hier 37 mm von der Vorderkante. IKEA macht da 27, ich weiß nicht warum. Sind auch die Topfbänder entsprechend verkehrt oder anders. Aber wir haben hier generell eine 5 mm Lochung, sieht aus wie Schweizer Käse. Und der Schreiner, der hochwertige Schrank, arbeitet mit 3 mm Lochreihen oder vielleicht nur Bohrgruppen, damit die Schrankseiten nicht so aufgebrochen sind. Lasst uns jetzt mal weitergehen. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt hochwertige Schranktüren anschlagen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch. Bleibt dran, wenn euch das interessiert. Für alle anderen, die einfach nur die Unterschiede entdecken wollten, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Alle anderen bleiben weiter dran. Ich werde jetzt zeigen, wie ich die Schranktüren da dran mache und den Schrank danach aufbauen werde. Ich habe schnell umgebaut. Ich möchte nicht, dass die Verbindung, die Klebeverbindung reißt, wenn ich hier vorne arbeite. Deshalb habe ich hier das gesichert, damit die Schrankseite hier steht und ich da vorne die Schranktür anreißen kann. Ich lege mir die Schranktüren mit Distanzhölzer an den Schrankkorpus. Ich möchte, dass die vordere Tür um 4 mm zurückspringt. Das heißt, ich richte die jetzt so aus, dass die 4 mm zurückspringt. Und jetzt werde ich die IKEA-Bänder hier verteilen, wie ich denke, dass es sinnvoll ist, die anzuschrauben. Natürlich möchte ich den gleichmäßigen Abstand haben.
Deshalb messe ich mir das dann nochmal hin. Ich glaube 51 waren es hier. Die Abstandsmaße haben wir jetzt. Alle Bänder sitzen im gleichen Abstand. Jetzt ist die Schwierigkeit, ich muss das Zentrum des Topfbandes hier von der Lochreihe auf die Schranktüre übertragen. Das kann man natürlich hier Striche machen, das alles rausmessen. Wir haben hier einen 32 mm Rasterabstand und das dann hier übertragen und rumwinkeln. Das ist alles sehr zeitaufwendig und ich möchte euch heute eine Methode zeigen, wie das sehr schnell und einfach geht. Ich verwende generell zum Übertragen einfach Krepppapier. So, das klebe ich da unter. Das mache ich bei allen 4 Topfbändern. Jetzt kommt mein Werkzeug ins Spiel. Das ist ein Bohrmarkierer für Topfbänder, nennt sich das. Eigentlich ausgelegt auf die meisten Topfbänder, die man handelsüblich kaufen kann. Wie ich gesehen habe, hat IKEA hier keinen 37 mm Abstand von der Vorderkante zum Loch, was eigentlich üblich ist in der Branche. Aber es macht nichts aus, es geht trotzdem. Und zwar werde ich jetzt hier diese Wurmschrauben, die eigentlich zum Markieren sind, wenn man die Bohrungen hier braucht. Die brauche ich aber nicht, die sind ja schon drin in der Lochreihe. Ich werde es einfach so 3 mm rausdrehen, die Wurmschraube. Jetzt werde ich das wegnehmen, das Werkzeug hier einsetzen. Jetzt gebe ich Druck von hinten drauf, das heißt die Wurmschrauben zentrieren sich hier in der Bohrung. Und jetzt kann ich hier einfach mit dem Bleistift eine Markierung machen. Jetzt habe ich genau diese Mitte hier übertragen auf die Schrankseite. Und das mache ich jetzt mit allen 4 und muss aufpassen, deswegen ist die Wurmschraube auch dünner, dass eben sowas nicht passiert, dass beim Rausziehen man hier die Bohrung beschädigt. Also sieht man schon mal, wie empfindlich diese Folie hier ist. Also das mache ich jetzt bei allen 4. So. Und schwupp, ganz ohne Messen habe ich jetzt die Bohrungen für die Schranktüre markiert. Warum nehme ich da Klebeband? Natürlich könnt ihr den Strich auch direkt auf die Platten machen. Aber dann müsst ihr sie nachher wieder wegputzen. Und wenn es dunkle Hölzer sind, dann sieht man den Strich auch häufig nicht. Von daher mache ich immer Klebeband dran. Das kann ich nachher wieder abziehen und alles ist clean. Jetzt habe ich das ist ein Meterstand, das heißt ich habe eine rechte und eine linke Tür. Ich lege die einfach hier oben bündig und übertrage jetzt den zuvor geholten Strich auf die andere Seite rüber. Und schon habe ich eine rechte und eine linke Tür angerissen. Wenn ich weitere Türen habe, kann ich die einfach austauschen. Zudem schreibe ich noch dazu, was oben und unten ist, zumindest oben. Ja, hier haben wir zum Beispiel die weiteren Türen im Grauton, haben eine ganz coole Oberfläche hier. Und ich übertrage das einfach immer weiter auf die Teile. Jetzt haben wir zwar hier eine Mittenmarkierung, aber noch lange noch nicht die Bohrungen, und zwar für den großen 35 mm Topf, und die 2 Seitenbohrungen fehlen uns noch. Und das werden wir jetzt auch mit dem Werkzeug von eben machen. Ich drehe jetzt die hinteren Wurmschrauben wieder zurück in die ursprüngliche Position und nehme die vorderen. Und da gibt es 2 verschiedene Maße. Es gibt verschiedene Topfbänder. Es gibt Topfbänder, die verschiedene Abstandsmaße haben. Hier sehen wir zum Beispiel 2 verschiedene. Wir haben hier das Abstandsmaß 45 und hier haben wir 52 Abstandsmaß. Und für jedes Topfband ist hier eine Wurmlochbohrung vorgesehen. Und ich kann jetzt hier diese Wurmschraube entsprechend eindrehen in die Position, die ich brauche. Also ich habe jetzt hier diese 45 Abstand. Und hier hätte ich die 52.
Zudem müsst ihr wissen, dass es verschiedene Anschraubmöglichkeiten oder Befestigungsmöglichkeiten gibt. Das hier wäre jetzt klassisch zum Einschrauben mit Spannplattenschrauben. Das heißt, hier müsst ihr nichts vorbohren. Hier braucht ihr lediglich die 2 Markierungspunkte, die das Werkzeug macht. Und das hier ist so, dass wir hier über Euroloch arbeiten. Das heißt, Euroloch ist 5 mm. Ihr braucht hier 2 5 mm Bohrungen rechts und links, ganz exakt im Abstand. Und dann könnt ihr dieses Band befestigen von IKEA. Und dann gibt's noch Schnellspannbänder, Schnellverriegelbänder, die im Schraubendreher nur verdreht werden. Und hier braucht ihr eine 8 mm oder eine 10 mm Bohrung. Das hier ist 8. So, gehen wir also jetzt weiter. Wir legen das Werkzeug hier so an. Also ich nehme jetzt wieder diese Markierung, die ich eben gemacht habe, setze das Werkzeug hier so an. Und jetzt haue ich hier drauf. Und jetzt sehe ich hier 3 Markierungen. Ich gehe mal näher hin. So. Und das sind jetzt genau die Bohrungspositionen. Das heißt, in der Mitte haben wir jetzt die Bohrungsposition 35 mm Topfbohrung und hier rechts und links müssen 2 5 mm Bohrungen rein. Und das mache ich jetzt mit jedem Topfband so, in jeder Markierung. Und dann habe ich im Prinzip die komplette Bohrgruppe markiert und angerissen. Achtet darauf, dass ihr eine stabile Unterlage habt. Nicht einfach so draufhauen. Und dann geht es rucki zucki ohne Messen. Passt auch auf euren Finger auf. So, ich bin offen für Neues. Wenn ihr eine schnellere Möglichkeit kennt, wie man die Topfbänder auf Schrankfronten anreißt, dann sagt es mir bitte, schreibt es bitte in die Kommentare unten rein. Bevor wir mit dem Bohren der Topfbänder starten, wollte ich euch noch den Bohrmarkierer ein bisschen zeigen. Das ist ein selber entwickeltes Tool mit eben 3 Wurmschrauben auf der vorderen Seite und im hinteren Bereich mit 2 Wurmschrauben. Die kann man auch versetzen. Je nachdem, welche Topfbandgrundplatte man hat, in längliche oder quer. Was tut das Werkzeug? Wir sehen hier in der Mitte das Zentrum, der eigentliche Topf, den man hier einbaut. Und mit dem Zentrum markiere ich die Mitte vom Topf. Und wir sehen hier rechts und links noch Wurmschrauben. Und mit diesen Wurmschrauben werden die äußeren Befestigungsbohrungen markiert. Und alles in einem Aufwasch. Das habt ihr gesehen. Und im hinteren Bereich sehen wir auch 2 Wurmschrauben für die Rastergrundplatte. Die ist jedoch für die IKEA-Schränke nur bedingt geeignet, weil IKEA hier mit einem unüblichen Maß arbeitet. Wir haben hier in der Eurolochung 37 mm von der Vorderkante bis zur Lochreihe und ein Abstandsmaß von 32. Das hat IKEA hier auch. Aber sie arbeiten hier mit einem kleineren Abstand. Das heißt, dieser hintere Bereich ist eigentlich für viele handelsübliche Topfbänder ausgelegt, jetzt leider nicht für das IKEA-Maß. Ich zeige euch jetzt noch, wie das markiert wird im hinteren Bereich. Das heißt, wenn ihr hier eine Kombination habt, Schrankseite wäre das jetzt hier zu Front, könnt ihr hier einfach markieren, Schrankfront, Seite, wo soll das Topfband sein. Und jetzt in der gleichen Arbeitsweise, wie ihr es eben gesehen habt, können wir hier jetzt anlegen am Strich und einfach da vorne draufhauen. Und jetzt haben wir hier die 2 Positionen für die Grundplatte zum Bohren. Ja, mit dem Markierer geht es einfach viel schneller und es passt nachher auch 100%. Gehen wir jetzt weiter zum Bohren. Ich werde für euch heute die Topfbohrungen mit der Oberfräse zeigen. Üblicherweise mache ich das drüben nur in meinem Automaten mit einem Hebel dran, aber für euch mache ich das mit Handmitteln, mit Bordmitteln, einer Oberfräse und einem Topfbohrer. Wir können es auch machen mit einem Akkuschrauber.
einem Kunstbohrer und einem Bohrständer. Das geht auch, dass ihr rechtwinklig reinkommt. Oder es gibt auch andere Methoden im Internet, wie ihr hier ein rechtwinkliges Loch reinbekommt. Aber für euch heute mit der Oberfräse. Ich werde die Maschine einstellen. Um die Oberfräse einstellen, brauche ich zunächst mal einen Randabstand. Das heißt, den hole ich mir hier raus. Kann die Markierung auch verwenden, um das Maß abzunehmen. Das heißt, ich habe hier 21 mm für das Topfband, für das Zentrum. Ja, beim letzten Mal habe ich meine Oberfräse ziemlich eingesaugt mit harzhaltigem Holz. Sieht man hier noch, egal. Hier beim neuen Seitenanschlag könnt ihr hier öffnen und die Backen verschieben. Die schiebe ich jetzt mal komplett zusammen. Für alle, die es nicht wissen, hier ist eine Schlüsselfläche dran. Wenn das zu schwer geht, könnt ihr es mit dem 10er Gabelschlüssel hier nochmal öffnen. Und jetzt kann ich hier absenken und muss jetzt hier bis zur Zentrumsspitze 21 mm mir abholen und klemme den Seitenanschlag. So. Das heißt, grundsätzlich können wir hier auch die Backen jetzt zulassen, müssen die nicht öffnen. Ja, hier dieser Bohrer, das ist ein spezieller Bohrer mit Hartmetall bestückten Schneiden und rechts und links zwei Vorschneider, und ich werde jetzt diese Schneiden auf die Oberfläche absenken und dann die Maschine auf 0 einstellen. Ich mache mal Licht an, dann sehen wir das alles besser. Und zwar werde ich jetzt die Maschine so absenken, dass die Vorschneider und das Zentrum nicht auf der Fläche aufsteht, sondern nur die tatsächliche Schneide. Jetzt klemme ich die Maschine. Jetzt habe ich hier genau die 0 abgeholt. Ihr könnt natürlich auch hier ein Werkstück auflegen, ein kleines Holz, und könnt euch so die 0 holen. Das geht auch. Da wir jetzt die Maschine auf das Werkstück, auf die Oberfläche eingestellt haben, mache ich im zweiten Arbeitsschritt hier den Revolver auf eine Stufe, vorzugsweise auf die niedrigste Stufe, fahre mit dem Stößel hier auf Block und schiebe diesen Messschieber auf 0. Jetzt können wir messen, wie tief ich hier bohren muss. 13 mm, also werde ich hier jetzt 13 plus 1 mm Reserve nach unten, 14 mm einstellen und die Maschine klemmen. Die Maschine ist jetzt eingestellt, das Probestück habe ich hier befestigt mit 2 Schraubzwingen. Jetzt werde ich die erste Bohrung durchführen. Ich setze die Maschine also an, suche mir die Position. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ich mit diesem großen Bohrer dieses Zentrum finde. Das wird so sein, dass durch das Anschalten von dem Bohrer dieses Zentrum, diese Zentrumsspitze vom Bohrer auf einmal sichtbar sein wird. Das werdet ihr gleich sehen, ist aber zu laut, da kann ich nicht reden. Und diese Zentrierspitze vom Bohrer, die wird durch die Ankörnung hier, wird in der Ankörnung sich finden und so quasi sich selber hier zentrieren. Das ist der große Vorteil, wenn man hier nicht auf einen Bleistiftstrich anfährt, sondern wenn man hier das Zentrum, das Bohrzentrum schon vorgekörnt hat. Und ihr werdet das gleich sehen, wie ich das ein- und frei treffe. Und so kann ich mit der Handoberfräse auch diese große Topfbohrung rechtwinklig einfräsen. Ihr müsst zusätzlich wissen, wenn ihr die Bohrung zu langsam durchführt, wird das Ganze brennen und rauchen und stinken. Das heißt, ihr braucht bei dieser hohen Drehzahl einen bestimmten Vorschub. Am besten ihr übt das Ganze mal im Reststück, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr die Maschine handhaben müsst. Also nicht gleich auf das fertige Werkstück gehen und da versuchen, die Übungen zu machen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie gesagt, es ist zu laut, um nebenbei zu reden.
absolut sauber die Bohrung. Wie gesagt, nicht zu langsam reinfahren, da müsst ihr euch trauen, das heißt, ihr müsst es üben. Und hier sehen wir jetzt die große 35 mm Bohrung und rechts und links die Abstandsbohrungen für das Topfband zum Befestigen. Ja, im nächsten Schritt werde ich die Seitenbohrungen einbringen. Auch hier hilft mir das Zentrum von der Ankörnung, damit sich der Bohrer genau positioniert. Setzt das Band an und auch hier seht ihr, passt es perfekt. Ich habe jetzt die Fleißaufgabe hier alle Löcher zu bohren, sowohl den Topf wie auch die Seitenlöcher und dann die IKEA-Bänder anzuschrauben. Das ist jetzt nicht so spannend für euch, also wir sehen uns beim Aufbau wieder, bis später dann. Schnell und werkzeuglos und ja, alles noch ein bisschen wackelig, aber wenn der steht, wird es schon irgendwie passen. Dann schiebe ich den auf Position und dann mit der Wasserwaage ausrichten. Die sind alle ausgerichtet, das heißt der untere Boden kommt ganz zum Schluss rein. Ich werde jetzt hier die Karten verschrauben, das sind sogenannte Hülsenschrauben dabei. Das heißt, ich bohre jetzt hier durch. Ich habe das alles verspannt mit 2 Schraubzwingen, bohre jetzt oben und unten durch und verschraube die Schränke. Und dann werde ich die einrichten und dann die Türen montieren. Der Korbo steht, jetzt wollen wir die Verblendungen machen. Wir machen hier rechts und links 2 Wandabschlüsse hin mit Blenden und oben kommt noch ein Kranz oben drauf. Das heißt, das zeige ich euch nachher. Das sind eigentlich nur Plattenstreifen, die nach oben dem Schrank im Abschluss geben. Verblendungen schraube ich von hinten nach außen fest. Und dann müsste das gut aussehen.
fange immer gern von unten nach oben anzuschrauben, so mit einem bisschen Rücksprung. Was bewirken die Passblenden? Die bewirken eigentlich zweierlei. Zum einen machen wir natürlich den Abstand zur Wand zu. Das ist eine optische Geschichte. Und das zweite ist, dass die Schrankseiten hier recht labil sind. Und wenn man die Passblende dran macht, hat man nach außen eine ordentliche Abstützung und der ganze Schrank, der steht viel sicherer und die Schrankseite beult sich nicht nach außen. Hat er sich rausgesucht, die sind auch von Ikea und ich werde die jetzt anbohren und habe dafür eine Bohrlehre im Programm, also auch wieder Eigenwerbung. Man kann diese Bohrhülsen da eindrehen, wo man sie braucht und so weiß man immer genau, da muss ich reinbohren. Wenn das jetzt komplett voll wäre mit Büchsen, dann könnte ich auch die falsche verwenden und versehentlich in den falschen Abstand bohren. Das passt jetzt schon mal gut. Das ist auch für 32 mm System ausgelegt, jedoch mit der Besonderheit, dass ich 16 mm Raster habe und hier immer das Zentrum, die Mitte der Griffe widerspiegelt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach immer die Mitte vom Griff hier anreißen, lege die Bohrlehre an, bohre das rein und bin dann komplett fertig. Wenn ich wieder mit Klebeband und so ein dunkles Material hier ist, sehe ich dann die Striche einfach wieder weg. Soweit ich weiß, sind auch die Ikea-Türen, die Griffbohrungen nicht drin. Das heißt, ihr müsst die auf jeden Fall selber dran machen und anzeichnen. Ich suche mir jetzt eine schöne Höhe raus. In der Regel mache ich so 1 Meter. 1 Meter passt eigentlich ganz gut. Das mache ich hier. Ja, die Bohrlehre ist grundsätzlich auch für Lochreihen gedacht. Wenn einer selber Möbel bauen will, kann man die auch verwenden, um Lochreihen zu bohren. So, jetzt habe ich hier 45 Randabstand eingestellt. Die Bohrlehre hier so an auf den Strich. Ich mache mir hier immer ein Splitterholz dahinter, dass es hinten nicht ausbricht ohne Ende. So, und jetzt kann ich hier die 2 Bohrungen setzen.
Zugegeben nicht ganz günstig, aber ich habe einfach kleine Produktionsmengen und kann es natürlich nicht so günstig anbieten wie jetzt ein großer Hersteller, der da ganz andere Mengen bestellt und abnimmt bei diversen Lieferanten. Aber aus dem Vollmaterialgefräß hält die wahrscheinlich ewig und kann weiterverarbeitet werden. Hier könnt ihr noch mal sehen, wie einfach die ausgerichtet wird. Wie gesagt, hier ist das Zentrum, die Mitte, also von dem Griff, von dem Bügelgriff. Jetzt. Splitterholz mache ich dran, dass der Rohr mir hinten nicht die Beschichtung ausreißt, die von den Schraubköpfen nicht mehr abgedeckt wird. Sieht da hier schön die Maserung, das heißt die Schrankfront ist aus einer Platte gesägt und dieser Ast geht jetzt da zum Beispiel gerade so durch. Ja, wir sind für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen, konntet das eine oder andere für euch mitnehmen. Im Zusammenfassen muss man sagen, IKEA Schrankkorpus kann man verwenden, ist natürlich nicht so robust, vor allem ihr seht hier in der Höhe nicht so variabel und in der Breite passt es zufällig genau hier rein. Wenn ihr es anders haben wollt, müsst ihr da was anderes machen, einen Schreiner beauftragen, den Korpus herzustellen, der wird ziemlich teuer sein. Aber man kann den so verwenden und mit hochwertigen Türen hat man eine einwandfreie Alternative. Und ich kann sagen, kann man durchaus so machen. In diesem Sinne, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Wolfgang.